Also angefangen hat meine Lebensgeschichte in meiner frühesten Kindheit. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, sprich bei Oma und Opa, und habe dadurch viele Geschichten von Großeltern gehört aus der alten Zeit. Ich sage mal so ab 1920 bis 1945 die kompletten Geschichten, die Oma und Opa erlebt haben. Und das hat beide sehr geprägt. Meine Kindheit war wie folgt. Ich hatte schon in frühesten Kindheitstagen Kontakt mit Menschen aus der Sowjetunion. Die DDR war militärisch besetzt durch die Sowjetunion und so hatten wir viele Soldaten und auch viele andere Angehörige der Sowjetunion bei uns in der DDR. Als Kind habe ich von den Großeltern gelernt, vom Opa, dass das russische Volk nicht unser Feind ist. Im Gegenteil. Er erzählte mir eine Geschichte von Russ und Pruss, den ehemaligen Brudervölkern vor langer Zeit. Und ein Teil unserer Familie hatte enge Beziehungen zum russischen Volk beziehungsweise auch zum russischen Zaren. Aber auf diese Geschichte möchte ich nicht näher eingehen. Prinzipiell ist es so, dass ich als Kind schon die ersten russischen Wörter gelernt habe und wir hatten auch ein bisschen russische Kultur in der DDR. Wir kannten Sojanka, wir kannten Borsch, wir kannten Schaschlik und viele andere Sachen. Also kulinarische Spezialitäten und auch Kultur. Einige Dinge, an die ich mich sehr gut erinnere als Kind: Wir hatten Soldaten nicht weit von uns und es war beliebt, wenn wir als Kinder von der Schule gekommen sind, aufs Fahrrad setzen, eine Gruppe Jungs, sind wir dann zur Kaserne gefahren. Wir wussten, wo die Soldaten warten. Dann haben wir Bier und Schnaps gegen leckeres russisches Konfekt getauscht. Dann haben wir uns die Bäuche mit Konfekt vollgeschlagen und waren glücklich. Und das haben wir regelmäßig gemacht und so haben wir weitere russische Wörter gelernt. Pожалуйста, спасибо, Chlieb, Konfekt, andere russische Wörter, um zu kommunizieren. Das waren so meine ersten Kontakte mit der russischen Kultur. Später habe ich mich auf die Suche gemacht nach unserer Familie und nach den Spuren unserer Familie. Großvaters Familie kam aus Ostpreußen, aus Landsberg an der Warthe, beziehungsweise damaliges Königsberg, heutiges Kaliningrad. Und in der Schule in der DDR hatten wir auch viel Kontakt zur russischen Kultur. Wir haben ab der 5. Klasse 5 Jahre Russisch gelernt in der Schule. Also ist es nicht verwunderlich, dass mein Herz für Russland schlägt und ich eines Tages entschieden habe, in die Richtung Russland zu gehen. Einen Teil möchte ich noch hinzufügen, und zwar die Zeit um 1989, die politische Wende in der DDR. Die haben wir mit gespaltenen Gefühlen erlebt, meine Großeltern und ich, da meine Großeltern gesagt haben, wir kommen vom Regen in die Traufe. Vom Sozialismus zurück in den Kapitalismus, Imperialismus, und sie beide wussten damals schon, was in der Zukunft passieren wird. So hat mir mein Großvater ein fast 500-seitiges Dokument hinterlassen, handschriftlich, wie er die Zukunft sieht und was in den Jahren von 1990 bis 2025 nach seinen Vorstellungen passieren wird. Ich habe es damals für einen Science-Fiction-Roman gehalten, den Opa geschrieben hat, aber heute weiß ich, dass er recht hatte. Weit über 95% von allem, was er vorausgesagt hat, ist bis heute auf den heutigen Tag eingetreten. Ich kann mir selber nicht vorstellen, woher er das wusste, aber ich gehe davon aus, dass meine Großeltern so viel Lebenserfahrung gehabt haben und so viel erlebt haben, dass sie prinzipiell in dem groben Rahmen Bescheid wussten, was passieren wird. Und vor allen Dingen, sie haben mir viel erklärt, warum Dinge passiert sind in der Vergangenheit, die ich jetzt auch nicht näher ansprechen möchte. Ein weiterer Teil meiner Lebensgeschichte war in dem Jahr 2014, als ich einen schweren elektrischen Unfall hatte. Ich war damals Elektriker und habe in der Energieversorgung gearbeitet. Eine 20.000 Volt Schaltanlage ist explodiert. Ich flog 5 Meter rückwärts durch die Luft und kann mich ab dem Zeitpunkt an nicht viel erinnern. Nur so viel, dass ich nach 12 Stunden in der Intensivstation aufgewacht bin, 1 Jahr gebraucht habe, um wieder halbwegs gesund zu werden. Und dieses Ereignis hat mein Leben komplett verändert. Deswegen habe ich dann auch, sage ich mal so, viele Dinge anders entschieden, als ich ursprünglich geplant habe. Und habe mich dann intensiv darauf vorbereitet,
Deutschland zu verlassen.